So, ja, guten Morgen. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde unterwegs, nicht ganz. Sind jetzt Richtung Imperia gefahren und sind auf dem Weg zum zur Ligurischen Grenzkammstraße, die LGKS, also unserem größten Ziel der Reise. Ja, Wetter ist gut. Heute Nachmittag soll es vielleicht mal regnen. Aber bis jetzt ist alles super. Das erste kleine Problem ist nur, mein Papa hat jetzt seinen Rucksack vergessen. Jetzt muss er nochmal zurück. Gut, dass er es jetzt gemerkt hat beim Tanken. Sonst wäre es doof geworden. Naja. Also wir warten jetzt nochmal hier auf ihn und dann geht es so in einer halben Stunde richtig los. Also bis später. Oder auch bis gleich. Bei euch wird es bis gleich sein, für mich dann später. So, und da bin ich auch schon wieder, schneller als gedacht, denn ein paar Infos möchte ich euch jetzt doch noch geben. Und zwar fahren wir hier erst einmal auf der Autostrada an der Küste entlang in Richtung Ventimiglia. In Ventimiglia fahren wir dann ab und machen uns auf in Richtung Norden zur französisch-italienischen Grenze. Da ist unser Ziel dann der Col de Tende, wo sich dann auch das Fort Central und unser Einstieg in die Alta Via Del Sale befindet. Ich habe zuerst gedacht, der Weg dorthin wird langweilig, weil mir ja gesagt wurde, dass wir Autobahn fahren, beziehungsweise hier die Autostrada. Tatsächlich war es aber wunderschön. Wir sind nämlich durch wunderschöne Täler gefahren, haben unterschiedlichste Landschaften mal wieder gesehen und auch unterschiedlichste Straßenbelege. Ihr werdet auch sehr viel davon sehen, aber tatsächlich ist nichts davon schon ein Teil der Alta Via del Sale. Denn ich habe mich dazu entschieden, die Anfahrt zu einem eigenen Video zu machen, da diese einfach selbst schon enorm lang und viel ist und somit auch viel Videomaterial beinhaltet. Also seht ihr hier nur die Anfahrt zur Alta Via del Sale, also zur LGKS. Aber ich kann euch versichern, auch dieses Video lohnt sich. Denn auch die Anfahrt ist schon unglaublich interessant und wunderschön. Gegen Ende des Videos werdet ihr aber schon die ersten kleinen Offroad-Stückchen sehen. Das könnte ein kleiner Vorgeschmack zu dem nächsten Video werden, in dem ich dann die komplette Alta Via del Sale für euch in einem Video zusammenschneide. Und da kann ich auch eine Sache schon vorwegnehmen: Es ist viel mehr Offroad gewesen, als ich erwartet habe oder als wir alle erwartet haben. Und es war ein viel größeres Abenteuer, das mir noch mehr Spaß gemacht hat, als ich tatsächlich mir überhaupt wünschen konnte. Jetzt aber genug mit dem Reden, genießt ein wenig die Musik und die schöne Aussicht. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Danke, dass ihr dabei seid und bis bald.
man mit Bögen alles machen kann. Ja. Schon gucken kann. Ist Ja,